Zu den ältesten Tieren auf europäischem Boden gehört das Pferd. Das beweisen schon Höhlenzeichnungen und Kleinplastiken der Steinzeit. Diese vorgeschichtliche Vase zeigt in primitiver Darstellung ein Doppelgespann. Das Woldenberger Bernsteinpferd, etwa 3000 vor Christum, ist die älteste Plastik eines Pferdes, die in Deutschland gefunden wurde. Eine frühe Darstellung germanischer Reiter auf noch verhältnismäßig kleinen Pferden zeigt ein Relief der Trajanssäule in Rom. Von diesem Wildpferd erzählt das Nibelungenlied als dem grimmen Schelch, den Siegfried erlegte. Das damals in großen Herden auftretende Wildpferd wurde gejagt und diente als Nahrung. Durch mühevolle Rückkreuzungen gelang Heinz Heck im Tierpark München-Hellerbrunn die Neuzüchtung der Urform des altgermanischen Wildpferdes. Kennzeichnend für das Wildpferd ist die Stehmähne. Es fehlt der Stirnschopf. Über den Rücken läuft ein dunkler Aalstrich. Der Schweif ist halb Esel, halb Pferdeschweif. Das Wildpferd hat einen stark entwickelten Geruchssinn. Es spürt wie ein Hund. Sehr früh wurde es gezähmt und als Reit- und Zugtier den Menschen dienstbar gemacht. Das Fjordpferd, das sich heute bei uns mehr und mehr einbürgert, ist dem Wildpferd äußerlich am ähnlichsten. Das Pferd des frühen Mittelalters wurde später im Zusammenhang mit den Kreuzzügen durch orientalische Vollblutzucht verfeinert. An den künstlerischen Reiterdarstellungen St. Georgs des Drachentöters ist die Wandlung des Typs zu verfolgen. Das ritterliche Zeitalter entwickelte immer schwerere Rüstungen für Reiter und Pferde. Die Pferde wurden entsprechend wuchtiger. Leichter und wendiger mussten sie wieder werden, als die Schusswaffe den schweren Panzer verdrängte. Das wurde erreicht durch Zufuhr edlen spanisch, dänisch, italienischen Blutes. Die bisherigen edlen Blutquellen wurden durch Englands hochentwickelte Vollblutzucht abgelöst und bestimmend für unsere deutsche Landespferdezucht. So wuchs auf Jahrtausende alten Grundlagen unser heutiges Warmblutpferd heran, das sich in 5 großen Zuchtgebieten entwickelte. Das bedeutendste Hauptgestüt der deutschen Ostgebiete war Trakehnen. Das Wahrzeichen seiner Zucht ist das Denkmal für den Hauptbeschäler Tempelhüter. Wir stellen Ihnen die berühmtesten Hauptbeschäler vor. Ararat, geboren Trakehn 1930 von Parzival und der Hirnschale. Hyperion, geboren Trakehnen 1926. Hirtensang, geboren Trakehnen 1930 von Parzival und der Hirnschale.
Hauptbefehler Pilger, geboren Trakehne 1926, von Luftgott und Palasthüterin. Die Stuten tragen als Brand die doppelte Elchschaufel. Ihre Abstammung und ihre Leistungen sind im ostpreußischen Stutbuch niedergelegt. Das Hauptgestüt Trakehnen als Mittelpunkt der Zucht hielt verschiedene Stutenherden. Hier die gemischtfarbige Stutenherde. Die Fuchsstutenherde. Alle Herden werden jeden Morgen auf die Weiden gebracht und kommen abends in ihre Stallungen zurück. Auch an anderen Orten, wie hier in Juditten, wurden große Mutterstutenherden gehalten. Der größte Teil aller Mutterstuten war in bäuerlicher Hand. Sie legten sozusagen täglich eine Leistungsprüfung in der Arbeit ihres Züchters ab. Die klimatischen Verhältnisse Ostpreußens bedingten eine außerordentlich kurze Wachstumszeit. Zur Ernte und Bestellung standen nur wenige Tage zur Verfügung. Die ostpreußische Landwirtschaft brauchte daher ein hartes, schnelles und ausdauerndes Pferd. Im Zuchtgebiet Ostpreußen bestand der Brauch, dass die Bauern ihre Fohlen an große Aufzüchter verkauften. Der Elch war das Wahrzeichen Gumbinnens, wo alljährlich der große Fohlenmarkt stattfand. Die Elchschaufeln waren das Vorbild für den ostpreußischen Brand. Die Absatzfohlen werden auf den Höfen der Aufzüchter übernommen. Der Abschied von der Mutter scheint dem Kleinen nicht zu gefallen. Aber bald ist die Mutter vergessen. Junghengste beim Aufzüchter in Kleinhasenfeld. Einjährige Hengste. Und das sind zweijährige Hengste.
Noch genießen sie ihre Freiheit und toben sich aus. In der Hengstprüfungsanstalt beginnt der Ernst des Lebens. Gangarten wollen gelernt sein. Das gilt für Mann und Pferd. Die Krönung der Ausbildung ist das Jagdreiten. Pferd und Reiter sollen zeigen, was sie gelernt haben und was sie können. Das war unser Ostpreußen, die unvergessliche Heimat eines unserer edelsten Warmblutpferde. Holstein als Wappen und als Brand St. Georg. Georg Asbars, der weitblickende Organisator der Zucht des Holsteiner Pferdes. Das Kernzuchtgebiet des Holsteiner Warmblutpferdes sind die Marschen an der Westküste Holsteins. Der schwere Boden und ausgezeichnete Weideflächen sind die Grundlagen der bäuerlichen Zucht. Vier Töchter des Hengstes Mackensen, drahtige. Erbin, Fichte, Lotosblume. Die Töchter mit ihrem Vater. In Holstein findet man noch Moorhufen aus dem 16. Jahrhundert, auf denen seit ihrem Bestehen das edle Holsteiner Pferd gezüchtet wird. Dem Holsteiner Bauern liegt das Züchten im Blut. Neben Pferden züchtet er auch Rinder und Schweine. Das Landgestüt Travental verteilt in der Deckperiode seine Hengste über die Hengststationen des ganzen Zuchtgebietes. Auf den Weideflächen an den Ufern der Trave haben die Herden einen herrlichen Auslauf.
Das ist eine typische Holsteiner Stutenfamilie. In Bad Oldesloe wird alljährlich eine große Stuten- und Fohlenschau abgehalten. Ein züchterisches Ereignis für das ganze Land. Die Siegerin der Schau, Orchidee, von Mackensen und Dornröschen. Das Holsteiner Pferd ist als Zug- und Gebrauchspferd gleich gut geeignet. Auch die edelsten Stuten müssen arbeiten, wie hier die Mutter des Landbeschälers Lorenzo, die Thea. Auf den schweren Böden der Marsch lässt das Holsteiner Pferd seinen Bauern nicht im Stich. Zur Reiter- und Fahrschule Elmshorn kommen Bauernsöhne und Töchter aus dem ganzen Bundesgebiet. Nicht nur das Reiten, auch das Fahren will gelernt sein. Die tägliche Morgenarbeit ist für Reiter und Pferd gleich wichtig. Gespannt folgen die Schüler den Vorführungen ihres Lehrers. Der Holsteiner ist ein hervorragendes Reitpferd mit gutem Springvermögen. Denken wir nur an die jüngsten Erfolge unserer besten deutschen Reiter. In den ostfriesischen Bauernstuben finden wir noch häufig Darstellungen friesischer Pferde aus dem 16. Jahrhundert in alten Schriften und auf den berühmten Delfter Kacheln. Sie beweisen die Vorrangstellung, die das Pferd damals ebenso einnahm wie heute. Ostfriesland, in der äußersten Nordwestecke gelegen, umspült von der Nordsee und der Ems, ist uraltes Pferdeland, in dem seit undenklichen Zeiten Pferdezucht betrieben wird. Die Zucht ist der Größe der rein bäuerlichen Betriebe angepasst. Auf den einzelnen Höfen werden in der Mehrzahl 1 bis 3, im Höchstfalle bis zu 8 Stuten gehalten. Das sind Stuten des Viktoria-Stammes.
Der Cola-Stamm. Weidegang in rauer Luft am Meer begünstigt harte Aufzucht, die Vorbedingung für Langlebigkeit und Fruchtbarkeit. Als Beispiel dafür Stute Isolde mit ihrem 22. Fohlen. Die Äbtissin-Familie verkörpert den schweren Typ dieses Schlages. Links Matte 1 mit 7 Kindern, die alle prämiert wurden. Ein weiteres Beispiel für Langlebigkeit und Fruchtbarkeit. Ein Hengst aus der Matte-Familie. Die Hengsthaltung liegt ausschließlich in privaten Händen. Auf der Deckstation Hagen stehen die Hengste Magnet und Martin. Der Hengst Edelstein belegte in 5 Jahren 1120 Stuten, von denen 75% befruchtet wurden. In Aurich steht noch der schöne ehemalige fürstliche Marstall. Hier werden alljährlich die Hengste von ganz Ostfriesland gekört. Wir sehen die Ostfriesen als wuchtige Ackerpferde. Sie werden bereits mit 2 Jahren angespannt. Trotz ihrer Schwere haben sie sich ihre hervorragende Gängigkeit als Kutschpferde erhalten. Darum sind sie auch im Gewerbebetrieb als zugfestes Gebrauchspferd hoch geschätzt. Zum ostfriesischen Menschen und zur ostfriesischen Landschaft gehört das Pferd, der weite Himmel, das Meer und der Hafen mit seinen Fischerbooten.
Der Oldenburger hat weite Verbreitung gefunden, denn vor allem als Bauern- und Wirtschaftspferd ist er vielseitig und leistungsfähig. Aus dem berühmten friesisch-oldenburgischen Pferd der Vorzeit ist durch zielbewusste Zucht in dem Oldenburger das schwerste Warmblutpferd unserer deutschen Zuchten entstanden. Die Körung der Hengste ist seit weit über 100 Jahren gesetzlich eingeführt. Prämienhengst Ruthard, Blutlinienbegründer der Norman-Rubico-Linie. Marco, Stammvater der Fuchsfamilien. Der heutige Typ des schweren Oldenburger Hengstes. In der norddeutschen Tiefebene liegt das Land Oldenburg, südlich der Nordseeküste, ein altes Züchterland. Seit Jahrhunderten hat hier die Zucht schwerer Warmblutpferde im Vordergrund gestanden. Arschen der Weser und Nordsee mit den Deichen bilden das typische Landschaftsbild Nordoldenburgs. Im Gegensatz dazu Südoldenburg mit seinen leichten Geest- und Moorböden. Pferde, Rinder und Schweine beleben die Weideflächen. Wasserläufe für die Ent- und Bewässerung geben der Marschlandschaft besonderen Charakter. Die Zentrale der Pferdezucht ist die Geschäftsstelle des Verbandes der Pferdezüchter in Oldenburg. Jede Stammstute ist auf besonderem Blatt im Stutbuch registriert. Sämtliche Zuchtvorgänge, wie Paarungen, Fohlen, Geburten und so weiter werden eingetragen. Mit diesem kurz ist der Schmerz. Aber lang währt die Auszeichnung, den Oldenburger Brand zu tragen. Sieben Stammstuten mit Fohlen auf der Weide in einer größeren Zucht in Nordoldenburg. Eine kurzbeinige tiefe Mutterstute als Typ des praktischen Wirtschaftspferdes. Die zweijährigen Stuten aus dem gleichen Betrieb zeigen denselben Typ. Die Hengsthaltung liegt seit jeher in Privathand und oft seit Jahrhunderten in den gleichen Familien. Prämienhengst Godin von Gruson ist einer der vererbungssicheren Hengste, wie sie in zahlreichen Nachzuchtgebieten stehen. Prämienhengst Gerbrand von Gerolstein. Privathengststation Roscharden, Südoldenburg. 3 Deckhengste, 3 Prämienstuten, ein zweijähriger Hengst. Auf der großen Zuchtstation Kappeln deckten 9 Hengste jährlich etwa 1500 Stuten mit einer Durchschnittsbefruchtung von 70 bis 80%. %25 der Hengste werden in bäuerlichen Genossenschaften gehalten.
Zuchthengste werden in leichter Anspannung bewegt und gehen ruhig in jeder Hand. Auf den leichteren Geestböden wächst ein Pferd ähnlichen Kalibers wie in der Marsch. Jährlingshengste auf der Weide in der Südoldenburger Geest. Zweijährige Hengste. Harte, natürliche Aufzucht im rauen Klima der Nordseeküste machen sie zäh und widerstandsfähig. Die Körung der Hengste wird als wichtigste Zuchtmaßnahme seit 1820 durchgeführt. Zugstärke und ruhiges Temperament sind die besonderen Vorzüge des Oldenburger Pferdes. Es ist wirtschaftlich und leistungsfähig und darum überall begehrt. Zwei ältere Prämienstuten vor der Mähmaschine. Die große Schrittlänge kommt hier besonders gut zum Ausdruck. Wie bei allen Warmblutschlägen hat auch bei der Entwicklung des Hannoveraners das englische Vollblut eine bedeutende Rolle gespielt. Alte Hausinschriften in Pferden. Gaudemus equis. Wir haben Freude an Pferden. Das ist der Leitspruch der niedersächsischen Züchter. Auch die geschnitzten Pferdeköpfe auf den Giebeln der alten niedersächsischen Bauernhäuser zeugen von der jahrhundertealten Verbundenheit mit dem Pferde. Weit dehnen sich die Marschweiden an der Unterelbe. Solange noch die Eichen rauschen in alter Kraft um Hof und Haus, so lange stirbt in Niedersachsen die alte Stammesart nicht aus. Landhadeln an der Unterelbe mit seinen alten Höfen und edlen Pferden. Der Mittelpunkt der Pferdezucht im Land Hadeln ist die Otterndorfer Stutenschau. Die besten Stutenfamilien von 1938.
Der berühmte Vererber Feiner Kerl. Und einige seiner bekannten Söhne. Elbabwärts liegt das Kedinger Land. Im Schutz der Elbdeiche wächst der schwerste Typ des hannoverschen Pferdes heran. Die schmucken Bauernhäuser mit den tiefen Rohrdächern geben der Landschaft ein besonderes Gepräge. Für das Kedinger Land ist die Stutenschau auf der Elbinsel Krautsand das züchterische Ereignis. Die 4 Siegerstuten. Land Wursten an der Unterweser. In der schweren Marsch sind Zugfestigkeit und Sicherheit außerordentlich wichtig. Die Stutenschau auf dem Dobrog 1938 zeigte den hohen Stand der Pferdezucht in diesem Gebiet. Zwei Töchter vom Hengst Feinschnitt. Elbaufwärts liegt im Lüneburgischen die Winsener Marsch. Die Pferde sind hier im Kaliber etwas leichter als an der Unterelbe. Die beste Stute der Stutenschau 1938. An den Ufern der Aller. In dieser Gegend wird der vor allem als Reitpferd geeignete Hannoveraner gezüchtet. Der alte Dom von Pferden ist das Wahrzeichen dieser Gegend. Celle mit seinem Landgestüt ist das Zuchtzentrum des Hannoveraners. Eine große Zahl von Hengsten stehen der Landespferdezucht zur Verfügung. Das hervorragende Trabvermögen zeigt sich im Gleichklang von Mann und Pferd.
Zur Ausbildung der Hengste gehört auch das Fahren in Vierer- und Sechserzügen. Freiheitsdressuren sind keine Spielerei oder Zirkusvorführung. Ihr tieferer Sinn liegt darin, den Charakter des Pferdes zu erkennen und ihn zu formen. In der Hengstprüfungsanstalt Westerzelle werden die Hengste einer scharfen Prüfung und Ausbildung im Gelände unterworfen. Höhepunkt der Ausbildung ist das scharfe Jagdreiten im Gelände. Auch auf der Rennbahn zeigt der Hannoveraner, was er kann. Hier das bekannte Wattrennen in Dunen bei Cuxhaven. Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück im Solling. 1- und 2-jährige Hengste verbringen hier ihre Jugend. Unser Rückblick auf die Blütezeit des deutschen Warmblutpferdes ist zu Ende. Der Motor dringt immer stärker in den bäuerlichen Lebensraum ein und hat zu einem starken Rückgang des Pferdebestandes geführt. Trotzdem steht das Pferd nicht auf verlorenem Posten. Auch weiterhin wird es der treue und zuverlässige Helfer des Bauern bleiben.